London, diese fantastische Metropole, in der die wichtigsten und wegweisendsten Rockalben der Geschichte entstanden sind, ist aber auch für die Fans einer gewissen Metalband sehr interessant. Natürlich reden wir von Iron Maiden. Daher haben wir uns die beiden wichtigsten Locations der Band angeschaut. Wir sprechen hier vor allem vom Cart and Horses und vom Ruskin Arms. Das Cart and Horses Pub in Stratford im Osten der Stadt war die erste wichtige Live-Location der Band und gilt quasi als Geburtsort von Iron Maiden. Die Band spielte dort angeblich 26 Gigs zwischen 1976 und 1978. Man spielte dort vor allem Frühversionen von Stücken, die später in anderer Form auf den ersten beiden Alben landeten. Man war noch ein wenig softer. Es gab zu dieser Zeit auch noch ständig Besetzungswechsel. Danach wurde das Ruskin Arms wichtiger. Dort spielte man 12 Auftritte zwischen 1979 und 1981. Diese Gigs hatten schon wesentlich mehr zu tun mit den Iron Maiden, die wir heute kennen. Vor allem die ersten beiden Alben wurden hier abgefeiert und die Band klang wesentlich härter. Das Ruskin Arms ist seit 2008 geschlossen. Doch man kann noch immer einen gewissen Eindruck vom damaligen Flair gewinnen, zumindest von außen. Die Anreise läuft über die District Line oder Hammersmith and City Line. Man steigt in der Station Eastham aus. Schaut man sich das Viertel an, in dem das Ruskin Arms liegt, sieht man auch ein wenig die damalige Realität und auch die heutige. Wenn man bedenkt, dass so viel Musik aus London, vor allem in den urbanen Zonen, entstanden ist und noch immer entsteht, erkennt man sehr gut, dass die Band ihren Weg tatsächlich als klassische Working-Class-Band gemacht hat. Geht man jetzt die Straße High Street North von der East Ham Station ausgehend entlang, kann man sich leicht vorstellen, dass in den 80ern hier die Arbeiterschicht dominiert hat. Eher einfach gehaltene Architektur, mittlerweile alles etwas runtergekommen. Auf einmal steht man dann bei Haus Nummer 386 vor dem legendären Club. Der zwar geschlossen ist, aber man sieht zumindest noch das Logo. Und wenn man die innere Zeitmaschine einschaltet, sieht man förmlich die Horden von New Wave of British Heavy Metal Fans vor dem Club herumlungern. Gleich nebenan ist ein kleines, etwas heruntergekommenes Café, dessen Chefin aber sehr nett ist und erzählt, dass des Öfteren Metal-Fans aus der ganzen Welt hierher kommen, um sich den Club zumindest von außen anzuschauen. Interessanter ist tatsächlich das Cart and Horses Pub in Stratford, weil diese Location nach wie vor geöffnet ist. Auch diese Location ist relativ einfach zu erreichen. Die Anfahrt geht über die Elizabeth Line bis Station Maryland, dann sieht man ziemlich schnell dieses ehrwürdige Pub. Es ist ja auch kaum zu übersehen, das Maiden-Logo überall sehr prominent platziert. Aber auch hier ein ähnliches Phänomen. Ziemlich heruntergekommene Gegend. Das war früher sicher mal ein stolzes Arbeiterviertel. Heute sticht dieser Club, der relativ alleine etwas abseits steht, richtig raus. Vielleicht war es auch strategisch ein geschickter Schachzug der Pub-Betreiber, die Maiden-History zum Trademark zu erklären. Sonst würde sich dorthin wohl kaum irgendein Tourist verirren. Wir befinden uns nicht gerade in einem Highlight-Viertel der Londoner Kulturszene. Es zeigt sich einmal mehr, dass Iron Maiden eine Band der damaligen Arbeiterklasse war. Und man erkennt auch, weshalb Steve Harris darauf so stolz ist. Mit den coolen Bobo-Szene-Viertel in den wichtigen Londoner Zentren hat das hier rein gar nichts zu tun. Diesmal sind wir am frühen Nachmittag dort angekommen. Ein Jahr davor war ich leider nicht dort, als Iron Maiden in der Londoner O2 Arena gespielt hatten, während ihrer Future Past Tour. Wäre sicher cool gewesen, Maiden-Fans aus der ganzen Welt dort zu treffen. Diesmal war weniger los, aber dennoch einige Maiden-Fans sind dort gemütlich bei einem Bierchen gesessen. Der Laden ist ja auf Iron Maiden-Fans ausgerichtet, die Wände sind voller Maiden-Erinnerungsfotos und auch einige Erinnerungsstücke gibt es anzuschauen. Es wirkt fast ein wenig museal. Selbstverständlich gibt es von T-Shirts bis Heferl alles möglich zu erwerben.
Zu essen gibt es das typische Fastfood und zu trinken natürlich das Trooper-Bier und einige Biersorten mehr. Die Barbetreiber erzählen gerne Geschichten von damals. Sie sind sehr nett, man braucht sie nur anzusprechen, auch wenn sie etwas grimmig reinschauen. Es gibt ein kleines Stammpublikum, aber insgesamt könnte natürlich mehr los sein. Angeblich kommt Steve Harris auch ab und zu auf ein Bier vorbei, aber nicht sehr oft. Steve Harris kommt hier auch gerne mal mit seiner Band British Lion vorbei und spielt live im Keller. Dort steht eine kleine Stage für ungefähr 100 Leute und es finden dort auch ab und zu Underground-Bands statt. Also man sollte sich hier auf der Website des Pubs ruhiger mal schlau machen, ob man nicht zufällig eine Liveband auch dort sieht. Man muss dazu noch erwähnen, dass die damaligen Gigs nicht im Keller stattgefunden hatten, wo heute die Bühne steht, sondern links vom Haupteingang, wo heute ein Tisch steht, wo man sich hinsetzen kann und ein Bier trinken kann. Gleich daneben ist der Eingang zum Keller. Aber das erzählt der Barkeeper sicher sehr gerne, wenn man dort ist. Für Maiden-Fans ist das natürlich alles sehr cool und interessant. Es zahlt sich wirklich aus, dorthin zu schauen. Bierauswahl ist wie gesagt super, Essen ist okay, Kost preislich im Rahmen. Auf jeden Fall zahlt es sich aus, hinzuschauen. Es ist nicht besonders schwer zu erreichen und man kann dort relativ gut essen und sich ein wenig umschauen, das passt. Das Raske abends ist eher etwas für die wirklichen Die Hard Maiden-Fans.